Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit Helm, Fahrradhandschuhe und der GoPro unterwegs. Und zwar geht es heute um einen kleinen Vergleich. Und hier ist dann die Frage, inwieweit lohnt sich die Fenix 7 als Fahrradnavigation. Wir sehen jetzt hier oben die Fenix 7, hier unten die Apex 2 und hier das Garmin Edge 820. Ist zwar das Vorgängermodell, aber um zu zeigen, wie das mit der Navigation funktioniert, geht auch das Vorgängermodell. Ja, was habe ich alles an meinem Fahrrad noch montiert? Ja, ich habe ein Mountainbike mit Ständer, falls Kommentare kommen. Und zwar, ich habe einmal hier von Garmin den Trittfrequenzsensor hier verbaut, der ist hier drauf. Und ich habe von Garmin den Geschwindigkeitssensor, den ich nutze. Das Gute an ANT Plus ist, ich habe an allen 3 Geräten das Ganze verbunden, beziehungsweise ich habe noch mehr Geräte dabei, die es mit aufzeichnen. ANT Plus bietet sich da ganz gut an, um das entsprechend zu nutzen. Im Übrigen, falls euch interessiert, wie man das Ganze hier mit der Fenix-Uhren und der Apex Uhren installieren kann, ich habe dazu mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch einfach mal, da seht ihr, wie das ganze Set heißt, beziehungsweise für ein Set es gibt und wie man auch das Ganze installiert. Jo, dann legen wir mal los. Ja, wir sehen jetzt Climb Pro, es ist gar nicht so einfach beim Fahren das zu filmen. Also wir sehen jetzt hier, links ist das, was ich schon gefahren bin, dieses ganz dunkle rote, das kleine. Ich habe noch 305 Höhenmeter vor mir, Entschuldigung, 7,01 Kilometer, vertikale Geschwindigkeit ist 300. Und wir sehen auf dem Edge ebenfalls, sehe ich dann gesamten Anstieg und die Höhe, beziehungsweise auch hier sehe ich dann die Ankunftszeit nochmal berechnet. Und bei der Apex sehen wir jetzt gerade das entsprechende Höhenprofil, das ich hinter mir habe oder vor mir. Ja, dann geht es hier mal weiter. Gerade entspannt den Berg hoch. Perfekt. Ja, wenn wir jetzt mal die Karten vergleichen, sehen wir hier, der Kontrast ist ein bisschen schwächer. Wenn wir hier auf die Apex gehen, sehen wir halt deutlich kontrastreicher und besser zu erkennen. Also wenn man es jetzt hier vergleicht, aber ich habe jetzt auch keine direkten Sonneneinstrahlung. Und auf dem Edge wirkt das Ganze halt auch etwas größer. Ist fast noch ein bisschen besser abzulesen tatsächlich. So, jetzt kommen wir auch gleich zur nächsten Abbiegung. Und wir sehen jetzt hier am Edge rechts, habe ich so eingestellt, dass wenn ich im Datenfeld bin, ich dann einen Kartenzoom bekomme. Ich kann es durch Tippen dann quasi wegmachen, dann bekomme ich einen Pfeil angezeigt. So, hier vorne kommt jetzt dann meine Kreuzung, ich muss hier links abbiegen. Schauen wir mal. Ja, Problem, ich bin hier wieder an der Weggabelung. Ne? Und es ist so, ich habe keine Abbiegehinweise wieder bekommen. Das Problem hatte ich ja schon mit der Solar Instinct 2, was ich letztens gefilmt habe. Also auf allen Geräten wieder nicht. Ich habe es aber wieder über Garmin Connect gemacht. Also ich weiß nicht, was da momentan los ist. Das hatte ich in der Form nicht. Jetzt ist es insoweit problematisch, in Anführungszeichen, dass ich hier, wir sehen hier, wir haben eine Wegdopplung, weil ich fahre auf einem Weg hoch, auf dem anderen Weg komme ich quasi zurück. So, hier habe ich jetzt auch nochmal eine Abbiegung links. Und hier habe ich jetzt wieder das Phänomen, der Edge zeigt mir jetzt die Abbiegung an in 30 Metern. Hier auch wieder mit dem Pfeil. Die Fenix 7 zeigt mir irgendwie nichts an, nur noch 1,25 Kilometer. Aber auf der Karte wird es angezeigt. Das gleiche auch mit der Apex. Wie gesagt, beide fahren mit den gleichen Navidaten. Und ja, ich probiere jetzt mal kurz was aus. Ja, ich habe jetzt gerade tatsächlich das Ganze mit der Navigation umgestellt und es hat wirklich eine Besserung gebracht. Er hat es nochmal neu berechnet. Vielleicht war es auch der Fehler bei der Instinct 2. Ich weiß es nicht. Ich bin sonst immer mit Default-Einstellungen gelaufen, beziehungsweise gefahren. Und ich will einfach mal kurz mal zeigen, wie das funktioniert, und zwar bei der Fenix 7. Und zwar, ich kann es nicht folgend einstellen, wenn ich jetzt hier einfach auf ein normales Datenfeld gehe und hier lange die Taste drücke, kann ich sagen, einmal die Strecke anhalten. Dann gehen wir hier auf Mountainbike-Einstellungen. Dann gehen wir hier auf Routing. Dann scrollen wir bei Routing runter und gehen hier dann auf Karte verwenden. Das wählen wir jetzt aus. Dann gehen wir hier nochmal zurück. So, es tut mir jetzt leid, dass es hier so ein bisschen unübersichtlich ist. So, und jetzt können wir hier nochmal auf Navigation gehen. Und dann kann ich während der Aktivität auch die Strecke wechseln. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach auf meine Geburtstagsrunde. So, und dann sage ich Strecke starten. Und dann wird das Ganze hier nochmal berechnet. Und wenn das Ganze erfolgt ist, dann sollte das auch funktionieren. Also es dauert dann einen kleinen Moment. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal weiter. Hier sehen wir übrigens nochmal eine kleine Übersicht. Ich fahre jetzt hier 48 Minuten. Das war jetzt sehr langsam, weil ich viel gefilmt habe. Und dann sehen wir hier den Anstieg gesamt. 143 habe ich jetzt geschafft. Und wir sehen jetzt hier den Pulsverlauf, also sehr entspannt für mich. Hier oben ist grafisch. Dann sehen wir hier das Tempo, das ich bis jetzt gefahren bin. Das war jetzt ja auch sehr human. Die Karte wird gerade berechnet und die Stamina wird berechnet. Das ist auch ganz toll. Also obwohl ich kein Leistungsmesser habe, habe ich hier eine Stamina-Berechnung. So, haben wir bald den höchsten Punkt erreicht. Ja, und der Edge 820, als wenn ihr euch überlegt, das Vorgängermodell zu holen, das rechnet sich immer echt ein Wolf. Also da kann ich eigentlich nur das 830er empfehlen. Das soll ja von der Berechnung her besser sein. So, wenn wir uns noch mal kurz Climb Pro anschauen. Ich habe die Strecke jetzt halt neu gestartet. Wir sehen jetzt links
Das bin ich jetzt wirklich gefahren und rechts steht noch vor mir. Das heißt also, jetzt muss ich mal ein bisschen hier Gas geben, dass ich auch mal zu Hause ankomme. Ja, nochmal zum kleinen Live-Feedback. Hier geht es links ab, hier geradeaus, hier muss ich hoch. Und ja, keiner von der Uhr hat gemeint oder Navigationsgeräten, macht das mal. Auf der Karte sieht man es auch ganz gut, hier sieht man es eigentlich ganz gut. Wenn wir hier reingehen, sehen wir hier den Weg, der jetzt hier abgeht. Wie gesagt, das Flackern kommt von der Frequenz, kann ich jetzt leider draußen nicht ändern. Aber wir sehen, hier müssen wir links weiter. Die rosa Linie müssen wir quasi lang fahren. Das gleiche auch natürlich hier bei der Phoenix. Wir sehen jetzt hier Stamina nochmal. Und da ist der Kontrast halt doch anders, ne? Also wirklich deutlich anders. Genauso hier sehen wir jetzt auch, geht die Strecke weiter. Wir sehen auch hier rechts der Weg, der abgeht. Und wir müssen links weiterfahren. Macht's einfach wie in der Fahrschule. Fahrt so lange geradeaus, bis irgendwann ein Hinweis kommt. Ja, nochmal einen kleinen Überblick. Ich bekomme jetzt immer schön die Anzeigen angezeigt nach der Umstellung. Wir sehen jetzt hier jeweils entsprechend die Anweisung, wo es hingeht. Und beim Edge natürlich der Vorteil, dass ich hier eine Karte angezeigt komme, beziehungsweise ja tatsächlich dann auch so ein Pfeil. Und das ist halt schon ein Vorteil. Es ist nicht schlecht hier, also man kann hier dann auch rausgehen. Und dann sieht man hier die Karte. Und dann sehen wir hier, dass wir jetzt links abbiegen müssen. Ja, noch ein Vorteil vom Multiband. Ich filme es jetzt mal hier von der Apex ab, weil es ein bisschen kontrastreich ist. Wir sehen hier, ich bin hier auf der Strecke und ich nutze hier Multiband mit allen GPS-Daten. Und das Garmin Edge läuft mit GLONASS und GPS. Und wir sehen, ja, es hat sich gerade ein bisschen korrigiert. Es war hier tatsächlich auf der anderen Strecke erst. Das hat einen Moment gebraucht, bis es dann rübergegangen ist. Also hier scheint so ein bisschen die Beschattung zu groß zu sein. Eigentlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Aber ja, wir sehen hier zwischen den Bäumen, aber es korrigiert sich so langsam. Ja, und die Natur wacht auch so langsam auf. Frühjahrserwachen. Und wer sich hier auskennt, das da hinten ist der Milibokus. Und wir sehen auch hier die ersten Bäume sprießen. Ich freue mich so auf den Frühling. So, hier vorne kommt jetzt eine Spitzkehre, also die geht wirklich scharf rum. Und wir sehen jetzt hier auf der Apex wird das Ganze auch angezeigt mit einem scharfen Pfeil. Und den bekommen wir auch beim Edge angezeigt. Ja, ein Vorteil ist tatsächlich beim Edge jetzt bei so schnellen Fahrten, es ist ein bisschen übersichtlicher als die Phoenix. Gerade wenn man sich so ein bisschen konzentrieren muss. Aber oh, das macht Spaß. Mein Gott, habe ich das vermisst. Habe ich das vermisst? Ich war schon lange nicht mehr Mountainbiken. Okay. Das ist natürlich der Rest vom Sturm. Muss mal gucken. Mal irgendwie ausweichen. Abbrechen. Ja, jetzt habe ich hier tatsächlich eine Sicherheitswarnung bekommen, weil ich so schnell abgebrochen habe. Also die Sturzerkennung beim Edge hat funktioniert. Die Phoenix-Uhren haben es nicht gemeldet. Interessant. Gut. So, jetzt habe ich die Tour mal beendet. Und wir sehen jetzt auch hier, bekomme ich noch so eine kleine Zusammenfassung angezeigt, was wir gemacht haben, in welchen Herzfrequenzbereich ich unterwegs war und in welchen Zonen. Bekomme ich hier alles nochmal detailliert angezeigt. Beziehungsweise auch den Trainingseffekt und die Belastung. Ja, und die Erholungszeit von 33 Stunden. Das gleiche bekomme ich jetzt auch hier beim Edge. Ich habe aber beim Edge einmal die Tour unterbrochen. Deswegen gibt es hier auch nochmal eine kleine Abweichung. Also hier habe ich Erholungszeit 23 Stunden. Dann bekommt man hier auch nochmal eine Übersicht zu der ganzen Tour, was ich möchte. Wie gesagt, das ist der alte Edge. 11,1 Kilometer, wie gesagt, unfallerkannt. Ein Vorteil hat die Phoenix natürlich auch noch, und zwar, das ist die Tatsache, dass ich natürlich entsprechend hier das Ganze hier mit Solar laden kann. Das ist das einzige Gerät, was es hier kann, was ich gerade dabei habe. Und sehen wir hier, es hat es ein bisschen geladen im Wald. Wir haben heute auch ein bisschen bewölkt, das heißt, auch hier ist nicht das Optimale rausgekommen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, wie das Ganze hier mit dem Edge und mit der Phoenix aussieht. Ich muss sagen, sobald man in einen schnelleren Bereich kommt, also das heißt bergab, ist es beim Edge doch etwas ein bisschen übersichtlicher, weil er mir halt die Strecke oder beziehungsweise auch die Pfeile direkt anzeigt auf der Kurve, oder beziehungsweise wenn die Abbiegung kommt, und auch die Übersicht ist etwas besser gelungen, dadurch, dass das Display an der Stelle von Formfaktor ein bisschen besser ist als von der Phoenix. Dennoch würde ich sagen, also für einen normalen Radfahrer ist die Phoenix auch wirklich ausreichend, wirklich top, kann man nichts sagen, kann man als Fahrradnavi ersetzen, beziehungsweise man kann ja auch alle Sensoren koppeln. Der einzige Unterschied ist da auch nochmal, dass ich natürlich beim Leistungsmesser hier
bei der Edge-Version dann nochmal auch angezeigt bekomme, wie meine linke und rechte Belastung ist. Sofern ich natürlich einen Leistungsmesser habe, der links und rechts misst. Wenn ich natürlich nur einseitig Messung habe, bringt mir das natürlich auch nichts. Aber das ist halt dann nochmal der Vorteil gegenüber der Phoenix, weil da bekomme ich nur den Leistungsbereich angezeigt, aber nicht halt die linke und rechte Dynamics, beziehungsweise ja, ob es ausgeglichen ist. Wenn dich das Thema Phoenix weiter interessiert, ich habe hier oben auch nochmal ein Video zur Phoenix, wo ich dann die Neuerung vorstelle, beziehungsweise hier oben auch nochmal zur Apex. Da kannst du das Ganze nochmal anschauen. Ja, ich würde sagen, dann bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.